Wer meinen Kanal die letzten Wochen verfolgt hat, hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich war auch heuer wieder beim Dreiländer Enduro Race in Nauders am Start. Wie es mir dort gegangen ist, wie das hier passiert ist und wie es mit meiner Saison bzw. meinem Kanal weitergeht, hoppla, das erzähle ich euch in diesem Video. Schön, dass ihr dabei seid. Zum Wohl. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch, letztes Jahr war ich mit meinem Kumpel Christian ja in der Duo-Wertung am Start. Das hat zwar ziemlich Spaß gemacht, aber irgendwie blieb auch so ein bisschen das Gefühl zurück, was wäre da als Solostarter drin gewesen? Also ging ich mit meinen 48 Jahren heuer als Supermaster an den Start. Das Wetter war eigentlich auch sehr vielversprechend, deswegen war für uns der Freitag mit dem Prolog sowas wie eine Einstimmung auf die nächsten beiden Tage. Der Prolog war heuer übrigens in Nauders. Das Ziel war mitten im Ort und die Stimmung war den ganzen Tag richtig gut. Mein Prolog war das zwar eher nicht, aber weil wir am Samstag ohnehin früh starten wollten, war das auch wieder ganz okay. Eigentlich waren für das Wochenende nur gelegentliche Schauer vorhergesagt und wir haben in der Nacht dann gar nicht mitbekommen, dass es ziemlich lange und ziemlich stark geschüttet hat. Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute geht's rauf, da drüben auf den Mutzkopf. Die erste Stage ist heute der Green Trail. Den bin ich gestern das erste Mal gefahren, haben wir uns kurz angeschaut. Wow, es ist schon ordentlich knackig. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, es haut alles hin, geht sturzfrei ab. Ja, wir sehen uns auf dem Trail. Viel Spaß. Bis dann. So, Stage 1. Mal gemütlich eingerufen halt. Ist ein bisschen rutschig noch. Mal schauen, ins Fahren kommen. Aber ist definitiv ein bisschen fluffiger als gestern. Insofern. Ja, gemütlich angehen lassen. Geh mal. Oh, der erste Teil war schon mal knackig. Wie gesagt, eher mehr auf Piano. Wie gesagt, der Tag ist noch recht lang heute. Insofern nicht overpacen.
Danke dir. Ja, gerade Transfer jetzt vom Berghastel rüber zum Bunker Trail, zur Stage 2. Es hat jetzt am Berghastel ziemlich zum Regnen angefangen. Aber wir haben beschlossen, wir fahren gleich weiter und darüber hat es jetzt eigentlich schon wieder aufgehört. Stage 1 war heftig. Es war so Regen in der Nacht. Und jetzt ungefähr, weiß ich nicht, 100 Leute drüber gefahren. Und heute schon so richtig schwierig. Schauen wir uns mal den Bunker Trail an. Ich hoffe, dass der so ein bisschen grippier ist. Und dann hoffe ich auch, dass wir Glück haben für den weiteren Trail. Ja, wir sehen uns auf dem Trail, oder? Bis gleich. So, mach's gut. Danke dir. Spaß. Danke. So, die Linie diesmal ein bisschen besser wie letztes Jahr. Mal schauen. Naja, ein bisschen feucht ist er schon noch. Ja, jetzt keiner. Das ist ein bisschen zu feucht. Und schon drüber geschlupft. Eine Steißlinie. Ist schon mal schneller gegangen. Danke dir. So, wieder sammeln. Ja, ist schon Sache. Der war gestern viel leichter. War gestern super grippig und heute schon recht schlutzig. Na gut, ein bisschen links raus, dann geht's. Aber ich habe ein bisschen mehr Luft als letztes Jahr. Nicht weil ich fitter bin, sondern weil ich ein bisschen gemütlich unterwegs bin.
Nicht ohne. So, kurzer Wrap-up nach der Stage 2 am Bunker Trail. Ja, war wieder feucht. Natürlich wesentlich rutschiger als gestern bei der Streckenbesichtigung. Aber ist sehr okay zum Fahren gewesen. Aber bin schon mit angezogener Handbremsen gefahren, habe noch relativ viel Luft gehabt. Leider ist der Christian jetzt ausgestiegen. Wir waren mehr oder weniger zu zweit, halt nicht im Team unterwegs, aber wir wollten eigentlich die Runde zu zweit fahren. Aber der Christian hat schon die letzten 2 Wochen 2 ziemliche Crashes gehabt. Einen bei der Vereinsmeisterschaft von den Wienerwald Trails und gestern bei der Streckenbesichtigung am Spin Trail. Der war ganz unverhofft mit dem Lenker einen Baum oder Stein touchiert auf der rechten Seite und völlig unvorbereitet die Böschung runtergeflogen und schon ein bisschen lediert gewesen. Und ja, hat jetzt ein WO gegeben, weil er auch gesagt hat, er hat jetzt im Moment einfach wirklich Angst. Weil viele Stellen, hat der Christian normalerweise nie. Das ist eher der Dinge fährt, die ich mir nicht traue. Aber ich verstehe es total, das ist einfach eine Kopfgeschichte. Das kriegst du dann im Moment nicht raus und er hat einfach keinen Spaß gehabt jetzt beim Fahren. Und lasst es gut sein. Das ist die Weisheit mit über 40. Während ich bin blöd und fahre weiter. Ja, und bin jetzt unterwegs zum schönen Eben. Wir sehen uns auf dem Trail. Bis gleich. Okay, du kannst. Danke dir. Ciao. Ab jetzt war ich also allein unterwegs und mein Ziel war eigentlich einfach konstant schnell, aber nicht riskant zu fahren und möglichst ohne Fehler die Stages zu beenden. Danke dir.
So, gehen wir den Heider eben gleich an. Das Mittagessen lasse ich aus, weil da bin ich nur voll. Mit Kuhbegleitung. Ja, der wird spannend. Merkt man schon, Wurzeln sind rutschig. Haben wir eher sehr kommod angehen lassen. Auf Ankommen fahren, Christian. Die Pedale kommen war wieder super. Aber das war letztes Jahr schon so. Ja, ich merke, sie reden nicht so viel. Heute ist halt challenging. Wieder weg. Ja. Na, scheiße. Na, Finger gebrochen. Scheiße, Finger gebrochen. Ach Gott. Ah, so ein Scheiß. Ja, das brauchst du nicht. Ach Gott, so ein Scheiß. Was, du kannst schon weiterfahren. Ja, alles gut für heute. Lutz. Beine ein bisschen hochgestellt lassen. Ja. Warte mal, leg ich mal an. Ah. Dass jetzt Blut komplett reinläuft. Apropos Alex. Servus Christian. Ach Gott, der sentiert sich wieder. Na, so blöd. Genau, in der Kurve. Auf die Wurzel da drauf? Ja, und dann mit dem Vorderradl einfach ein bisschen eingehängt und dann so ganz langsam vorn drüber gekippt und mit dem kleinen Finger halt rechts irgendwo in einem Stein genau geradeaus eingespitzelt. Hast du wenigstens noch ein Andenken dabei, wenn du heimfährst? Ja, definitiv.
Ja, und damit war meine Saison leider beendet. Der Finger war leider nicht nur gebrochen, sondern er war auch luxiert. Er ist nach hinten aus dem Gelenk gesprungen. Das Ganze war nicht sehr stabil. Wir haben zu Beginn noch versucht, das konservativ zu behandeln. Das blieb aber nicht stabil und dann musste ich Anfang Oktober doch unter das Messer. Inzwischen haben wir Mitte November. Die Schiene ist immer noch drauf. Nächste Woche kommt der Draht, der den Finger momentan fixiert, raus. Der Finger wird dann wieder mobilisiert und dann muss ich schauen, wie viel Beweglichkeit ich wieder zurückbekomme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dann recht schnell wieder aufs Bike kann. Aber ich war ja zum Glück heuer noch ein bisschen unterwegs, schon vor Nauders. Dementsprechend habe ich noch ein bisschen was in meinem Backlog. Ich war unter anderem im Frühling in Kroatien auf Lošinj. Da wird es noch ein Video davon geben. Ich war natürlich einige Male mit meinen Kumpels auf meinen Home Trails unterwegs. Ein bisschen was habe ich noch vom Sölden übrig. Also ich werde über den Winter kommen. Ja, danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Danke auch an alle, die meinen Kanal bisher schon abonniert haben. Alle diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, das zu tun. Und vielleicht gibt es meinem Video auch einen Daumen hoch. Das hilft dem Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video oder wir sehen uns auf dem Trail. Ciao!